Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie man die Stoßstange vorne beim E87 abbaut. Dabei kann man einiges kaputt machen und zu viele Schrauben und Teile abbauen. Damit euch das nicht passiert, habe ich das Video gedreht. Viel Spaß! Als erstes die Haube auf und den Gummi hier abnehmen. Den kann man einfach nach oben abziehen. Der ist nur festgeklipst. Dann die 6 Schrauben mit einem T30 Torx abschrauben. Die Halteleiste abnehmen. Den nächsten Schritt müssen nur diejenigen machen, die ein Vor-Facelift-Modell haben, so wie ich. Die ging bis Baujahr 3 2007, wenn ich mich recht erinnere. Bei den Facelift-Modellen braucht man das nicht. Und darum geht's, das Zielgitter abnehmen. Das geht am besten mit so einem Haken. Einfach hier hinterhaken und kräftig ziehen. Jetzt kommen 3 Schrauben zum Vorschein. Die schraubt man mit einer Achternuss raus. Als nächstes die 7 Schrauben mit einer Achternuss rausschrauben. Bei mir sind die 3 schon raus, weil ich die untere Verkleidung schon abgebaut habe. Nun geht es im Rathaus weiter. Da schraubt man mit einer Achternuss die 3 Schrauben raus. Danach die Rathausverkleidung ausheben und den Stecker für die Nebellampe abziehen. Dafür drückt man seitlich auf den Stecker und zieht ihn nach unten ab. Die Verkleidung kann so bleiben. Für diejenigen, die ein paar Extras mehr haben als mein Modell, müssten noch den Schlauch von der Scheinwerferreinigungsanlage abmachen und die Stecker vom PDC. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Man muss 2 Verrastungen ungefähr hier und hier lösen. Das macht man am besten mit so einem keilförmigen Kunststoffteil. Der sollte vorne sehr spitz sein. Damit fährt man hier drunter und zieht dabei die Stoßstange nach außen. Das war's. Hier kann man die beiden Verrastungen sehen. Die sind hier und hier eingehakt. Die gleichen Schritte macht man auf der anderen Seite. Jetzt hängt die Stoßstange nur noch an dieser kleinen Nase fest. Anheben und die Stoßstange nach vorne abziehen. Ich habe mir mal die ganzen Sachen hinter der Stoßstange angeschaut. Katastrophe. Das Blech ist nach innen gedrückt. Das kann man wieder rausziehen. Aber schaut mal hier,
Der Scheinwerferhalter ist gebrochen. Das ist aber noch nicht das Schlimmste. Das Teil gehört normalerweise zum Scheinwerfer. Da ist es abgebrochen. Das bedeutet neuer Scheinwerfer. Bei dem Scheinwerferhalter ist hier die Spitze abgebrochen. Die stabilisiert nochmal das Ganze. Muss auch neu. Also irgendwie habe ich kein bisschen Glück bei dem Auto. Alles, was kaputt gehen kann, ist bei dem kaputt. Aber davon lasse ich mich nicht abschrecken. Frei nach dem Motto, jetzt erst recht. Braucht einer einen Einser für 10.000 €? Garantiert alles neu. Spaß. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.